zusammen, ich bin's wieder, euer Neltarios, euer Game of Thrones Chronicler. Heute geht es um die Infanteriekommandanten und zwar habe ich hier meinen Free-to-Play-Account genommen, da dieses Video sich in erster Linie auch an neuere Spieler richtet. Um zu überprüfen, welche Kommandanten verfügbar sind, klickt ihr wie bekannt auf verfügbare Kommandanten. Das bringt euch schon in die Übersicht. Heute geht es um die verfügbaren Infanteriekommandanten und wie ihr sie am besten zusammenstellt. Hintergrund ist Belagerung von Winterfell. Wie im vorherigen Video erklärt, solltet ihr am besten Monolines, das heißt, ihr stellt eure Armee nur mit einem Truppentyp auf. Heute eben Infanterie. Als erstes, als Free-to-Play-Kommandanten, hätten wir da Arya. Wenn ihr mit der Maus drüber geht, seht ihr ihre Fähigkeiten. Der Unterschied zum normalen Spiel ist hier, eure Erweckung hat keinen großen Effekt auf den Kommandanten, außer dass sich die Anzahl der Truppen, also Soldaten, die ihr mitnehmen könnt, erhöht. So, wenn wir uns ihre Fähigkeit anschauen, sie kostet 600 Wutkosten. Das sind die Fähigkeiten, die der Kommandant nutzt. Diese Wut muss über die Zeit hin im Kampf aufgebaut werden. 600 ist so relativ gut, weil es nicht zu hoch und auch nicht zu wenig ist. Allerdings ist die Schadensfähigkeit nur 750% des Truppenangriffs, das heißt quasi euer Infanterieangriff in dem Fall. Noch dazu hat es einen Effekt, dass die nächsten 7 Sekunden über 125% der Verteidigung verringert wird. Der hält für 3 Sekunden an. Ist okay, ist nicht so schlecht, aber auch nicht so super. Wenn wir uns allerdings ihre Stats, was sie euren Truppen nochmal zusätzlich gibt, anschauen, sehen wir, es gibt Gesamtangriff 75% und Verteidigung 150%. Wenn man von den Stats her schaut, 150 Defense ist so der schlechteste der drei Werte und nur 75 Gesamtangriff ist auch eher so Mittelmaß. Das heißt, wenn ihr das in einem Ranking irgendwie reinpacken wollt, ich habe hier so eine Ranking-List, würde ich Arya eher im C-Bereich sehen als weiter oben. So, schauen wir uns jetzt Chris an. Seine Wutkosten sind 850 und er hat schon 800% Schaden vom Truppenangriff. Außerdem erschafft er nach 3 Sekunden am Zielort einen Flächenwirkungsbereich, der für 4 Sekunden anhält und fügt quasi in diesem Bereich, maximal 5 Ziele letztendlich, eine Fähigkeit namens Zögern zu. Dieses Zögern hat die Fähigkeit, dass zu 75% die Chance besteht, keine Fähigkeiten einzusetzen. Also die Kommandanten können ihre Fähigkeiten nicht wirken. Außerdem fügt er noch Albtraum hinzu. Das erhöht quasi den Fertigkeitsschaden, den eure Kommandanten ausführen, bei den Gegnern um 30%. Was ziemlich gut ist eigentlich für einen Free-to-Play-Kommandant. Des Weiteren gibt Chris 150 Truppenangriffsschaden für Infanterie und 150% Infanterieleben. Das sind schon mal sehr, sehr gute Werte, wenn ihr nur Free-to-Play-Kommandanten habt. Wenn man das wieder in unser Ranking letztendlich eintragen will, würde ich hier Chris schon hier im A-Bereich setzen, weil er ist für das, was er eigentlich kostet, sehr, sehr gut. Der nächste auf unserer Liste wäre letztendlich Hayley. Hayley ist auch voll erweckbar, das heißt, wenn ihr sie voll erweckt habt, könnte sie euch auch wieder eine gute Anzahl an Truppen bringen. Wie ihr seht, kostet ihre Fähigkeit 500 Wutpunkte. Ist ziemlich simpel. Das einzige, was es macht, ist letztendlich Fertigkeitsschaden wieder zu in Höhe von 1000. Fügt Fertigkeitsschaden zu in Höhe von 1400% des Truppenangriffs. Ist ein ordentlicher Schaden letztendlich, allerdings, das war's. Mehr bringt dieser Skill nicht außer dem Schaden. Allerdings bringt Hayley immerhin noch uns 150% Infanterieangriff. Deswegen mit ihrer Fähigkeit und eben immerhin 150% Infanterieschaden würde ich sie in unserem Ranking ein bisschen über Arya sehen, weil sie uns doch ein bisschen bessere Stats für uns bringt. Allerdings ist ihre Fähigkeit auch nicht annähernd so gut wie die von Chris, deswegen ein solides B. So, gehen wir zum nächsten Kommandanten.
den wir Free-to-Play haben. Das wäre Barret, der auch verfügbar ist. Ist ebenfalls voll erweckbar. Hat 700 Wutkosten. Er fügt letztendlich in einer geraden Linie Fähigkeitsschaden wieder zu, und zwar 800% von unserem Truppenschaden. Maximal allerdings 3 Ziele. Und reduziert noch dazu die Wut von den gegnerischen Kommandanten in dieser Linie. Wäre er auf Gold, letztendlich würde er hier 150% Infanterieleben und 150% Infanterieverteidigung uns bringen. Die Fähigkeit ist nicht schlecht, die er hat, 800% Truppenschaden und eben Wutreduzierung, und er gibt uns immerhin 2 Werte auf unseren Truppentyp, auch wenn es nur Leben und Verteidigung sind. Das heißt, insgesamt wären es 300 Werte. Deshalb in unserer Tierlist würde ich ihn auf derselben Ebene wie Haley sehen. Bisschen besser als Arya, weil er bringt eben 2 Truppenwerte. So, der nächste Kommandant unserer Liste wäre Feist. Ist nicht erweckbar, das heißt, wenn ihr ihn auf Gold habt, war es das auch mit der Anzahl an Truppen, die er euch mitgibt. Seine Fähigkeit Macht des Kriegers kostet 605, Kriegenphase 12 Sekunden. Fügt letztendlich dem Ziel Fertigkeitsschaden wieder zu. Das kennt ihr schon, diesmal 800% des Truppenangriffs. Allerdings erhöht er zudem den Angriff eurer Infanterie um nochmal 150%. Das kann man allerdings nicht stapeln. Außerdem gewährt er nochmal einen Hartnäckigkeitsstatus, der den Angriffsschaden um 30% bei euch reduziert. Kostet noch dazu nicht viel Wut, ist also schnell verfügbar, gibt euch Feist 150% Infanterieangriff, wenn er auf Gold ist, und nochmal 150% Infanterieverteidigung. Mit dem Gesamtpaket ist er letztendlich auf der gleichen Ebene wie Chris, weil die Fähigkeiten, die er euch gibt, gut sind, die Stats, die er euch gibt, gut sind, von daher definitiv im A-Bereich bei Chris. Das war es eigentlich auch schon mit den Infanteriekommandanten, die uns als Free-to-Play-Spielern zur Verfügung stehen. Wenn ihr eure Armee zusammenstellt, nehmt ihr nicht nur reine Infanteriekommandanten, sondern nehmt ihr immer einen Support-Kommandanten mit dazu. Dieser bringt euch eine Support-Fähigkeit. Meistens ist das Heilung. Als Free-to-Play-Kommandanten stehen euch hier, um eure Truppen zusammenzustellen, unter anderem Sansa zur Verfügung, und zwar für 800 Wutkosten heilt ihr unsere verwundeten Soldaten in einem Heilungsfaktor von 1000 und gewährt den Truppen in den nächsten 7 Sekunden einen Effekt, der unsere Verteidigung um 125% erhöht. Dieser Effekt ist stapelbar. Das heißt, im Normalfall setzt ihr 2 eure Infanteriekommandanten plus einen Support-Kommandanten. In dem Fall wäre das Sansa. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, und da ist es wirklich egal, weil wir nicht auf die Stats schauen, welche Farbe der Kommandant hat, ist Simon. Den hat eigentlich fast jeder durch Allianzeroberung oder eben auch Siege of Winterfell aus dem Shop. Das Relevante bei ihm ist seine Fähigkeit, denn diese heilt unsere eigenen und verbündeten Truppensoldaten im Heilungsfaktor von 1200. Außerdem gewährt er uns und den nahen Verbündeten bei ihm, maximal 3 Ziele, Erste Hilfe und heilt jede Sekunde weitere verbündete Soldaten für 750 Heilungsfaktor, und das über 4 Sekunden. Des Weiteren gibt er, je nachdem auf welcher Stufe ihr ihn habt, eher auch noch Gesamtangriff. Das heißt auf Gold sogar 75%, was ein sehr cooler Nebeneffekt. Ebenfalls, welchen Kommandanten ihr vielleicht aus dem Würfel-Event geholt habt oder über andere Umwege, was ein guter Support-Kommandant ist, ist Annie. Ihre Fähigkeit kostet 1000 Wutkosten und erschafft nach 3 Sekunden einen Flächenwirkungsbereich um uns herum letztendlich für 4 Sekunden, der alle verwundeten Soldaten, die in Reichweite sind, allerdings nur maximal 5 Ziele, mit einem Heilungsfaktor von 350 heilt. Außerdem stellt 50 Wut wieder her und gewährt Gelassenheit. Gelassenheit wird mit einer Chance von 75% ausgelöst und entfernt nochmal alle Debuffs von euren Truppentypen. So, wenn wir uns das Ganze nun jetzt ein bisschen zusammenstellen wollen, wie ihr seht, wir haben 5 Free-to-Play-Kommandanten. Das heißt, wir können 2 Monolines-Märsche aufstellen. Meine Empfehlung hier wäre letztendlich Chris zusammen mit Feist und als Support-Kommandanten Simon. Und der zweite Marsch wäre eben Haley und Barret.
ihr den Support-Kommandanten entweder Annie, wenn ihr Annie nicht habt, eben Sansa. Heißt, eure zwei Mono-Wärsche in dem Fall wären Chris, Feist, Simon. Der zweite wäre dann Hayley, Barrett, Annie oder Sansa, je nachdem was ihr zur Verfügung habt. Okay, ich hoffe das hat euch ein bisschen weitergeholfen und ihr wisst jetzt wie ihr eure Infanterie zusammenstellen müsst. Viel Erfolg bei Siege of Winterfell und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Neld, bye!